Ja, wir sind jetzt gerade dabei, alles zusammenzupacken. Es soll nämlich heute ein Sturm aufziehen und morgen auch. Es soll richtig heftig regnen. Deshalb haben wir uns entschieden, die direkte Route nach Inverness zu nehmen. Das sind 90 Kilometer. Mal gucken, ob wir da heute ankommen. Und ich werde Mille und Charlotte begleiten. Was? Guten Tag. Ja, es war richtig gut, eine Dusche zu haben und ein Bett. Und ich fühle mich richtig erholt. Das hat richtig, richtig gut getan. Und jetzt eine Woche Regen. Und Suri hat gestern ja auch noch Würstchen bekommen. Sie wollte sie ihr Hundefutter nicht haben. Sind sie an mir vorbeigezogen. Da, wo das weiße Ding fährt, der Bus, da müssen wir hoch. Ganz schön steiler Berg, den wir gestern runter sind. Auch wenn der Himmel schon bewölkt ist und es ja eigentlich so um 3 anfangen soll zu schütten, es ist so schwül heute, ich bin schon komplett durchgeschwitzt. Obwohl ich eigentlich nur eine Windjacke an habe. Es war echt ein guter Tag, um wahrscheinlich sogar nur ein T-Shirt und kurzer Hose zu fahren, aber dann würde ich bestimmt nach dem Berg schnell frieren. Wir sind kurz vor dem Berg. Wo es hochgeht, ist gleich, muss Tobi aussteigen. Puh. Aber es war schon vorher ein bisschen anstrengend, weil es geht echt nur so. Und langsame Fahrräder. Es ist so krasser Gegenwind, es ist super schwer zu fahren ist. Und jetzt geht es auch noch berghoch. Also das ist ja nicht so angenehm. Yay. Etappe 1 geschafft. Wir haben jetzt 1,5 Stunden Pause gemacht und Akku geladen. Damit sollte ich jetzt easy nach Inverness kommen. Und da saß ich noch ganz kurz mit Will und Charlotte. Die haben sogar meinen Cappuccino bezahlt, habe ich jetzt am Ende gemerkt. So mega, mega nett. Es war so schön, die zu treffen. Die waren so nett. Und die sind jetzt schon mal noch vorgefahren nach Inverness. Ich wollte noch nach Hause fahren. Mein Plan ist auch bis Inverness zu fahren, weil vielleicht ein bisschen weiter, weil ich in Sandieg nämlich eine Übernachtungsmöglichkeit habe. Da versuche ich bis morgen Abend hinzukommen. Ich glaube, das sind noch so um die 200 Kilometer. Und morgen soll es sehr, sehr regnen. Von daher versuche ich heute noch ein bisschen mehr zu fahren. Und ich hoffe, dass der Himmel noch ein bisschen länger trocken bleibt. Das wäre echt gut. Man mag es kaum glauben, aber ich fahre gerade bergunter und das ist richtig harte Arbeit, weil es so ein krasser Gegenwind ist, dass man kaum vorwärts kommt. Ich weiß gar nicht, wie es wissen, wenn ich diesen Berg auffahren müsste.
Zurück zu den abenteuerlichen Komoot-Wegen. Okay, schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Was für eine Straße. Das hat doch nichts mit Fahrradweg zu tun. Okay, und wie kommen wir da jetzt lang? Oh je. Super sandig. Hi. Oh. Hi. Hä? Hi. Ja. Noch nicht geregnet hat. Das in Schlamm, das wäre der übel geworden. Puh. Gott, ich hoffe echt, dass ich hier rauskomme. Ich bin mir nicht so sicher, wie es im Weg. Den Weg hier unten weiterfahren. Aber ich bin mir nicht so sicher, deshalb fahre ich jetzt lieber außen rum. Da war ein kleines Babykätzchen, aber ist abgehauen. Sieht wie krass aus, ob hier gerade Ebbe wäre. Ich weiß gar nicht, ob das auch Teil des Meeres ist. Da hinten bewegt sich das Wasser. Hier ist ja alles gar nichts mehr da. Sand. Das sieht echt schön aus. Das ist eine Bay. Das heißt auf jeden Fall ein Meerarm oder sowas. Also eine Bucht vom Meer. Ich glaube, das da vorne ist Inverness. Die Sonne. Du solltest um 5 anfangen zu schitten. Vielleicht auch nur in den Bergen. Ich habe jetzt gerade hier einen anderen Radfahrer getroffen und der will jetzt mich immer ein paar Fragen stellen, weil der auch eine Radreise plant. Jetzt hat er mich für so ein Getränk eingeladen. Mal gucken. Ist ein bisschen schräg, aber ich glaube ganz nett, hoffentlich. It makes sense for me to get organized here. Yeah. And At least you can buy everything here. yeah, I've got to get this injury sorted as well before I go. So it makes sense, really. Ja, ja. Oh, das ist eine gigantische Brücke. Ich habe ihn verloren, weil ich bin erst dem Radweg 1 gefolgt und er ist wahrscheinlich einfach geradeaus weiter die Brücke gefahren. Na ja, gut, er wird mich dann schon auf Facebook weiterfragen, was es so zu beachten gibt für eine Weltreise. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich nicht böse drum war, ihn verloren zu haben. Denn er hat mir mit ein paar Aussagen schon ein mulmiges Gefühl gemacht. Er wollte auch da schlafen, wo ich schlafen werde und hat auch jedem, den er getroffen hat, gesagt, dass er mich heiraten wird. 8 Uhr und es wird ungefähr eine halbe Stunde dunkel. Das heißt, ich versuche jetzt so schnell wie möglich durch die Stadt zu radeln, um auf der anderen Seite rauszukommen, um dann vielleicht irgendwo noch einen Platz zum Schlafen zu finden. Das ist ganz nett. Hier haben sie was abgesperrt. Das ist ein Fahrradfahrer. Oh, sieht auch schön aus. Oh, das wird hier langsam ein bisschen eng. Da wieder keiner einen Anhänger eingeplant. Einmal kurz falsch abgebogen. Alles schon zu jetzt. Naja, kommen wir schnell durch die Stadt durch. Okay. Wir folgen jetzt der 1. Das sind hier ganz schön starke Berge für einen Fahrradweg. Das lohnt sich auch nicht, mitten in der Stadt Zürich aussteigen zu lassen. Das sieht eigentlich alles ganz nett aus. Schade, dass ich jetzt hier so ein bisschen durchdüsen muss, damit ich auf der anderen Seite von Inverness noch einen Schlafplatz finde, bevor es dunkel wird. Durch den Himmel an. Wahnsinn, wie der aussieht. Das ist alles blau. Wo ist denn der Regen hin? Ich hoffe, es bleibt gut. Das wäre so gut. Außen in Inverness. Ich habe gerade einen Instagram-Post gemacht und bin stehen geblieben. Da hat mich jetzt eine Joggerin angesprochen, was ich mache und wo ich schlafen werde. Ich habe gesagt, ja, ich suche eigentlich noch einen Schlafplatz. Dann hat sie jetzt angeboten, dass ich in ihrem Garten schlafen kann. Super cool ist. Muss ich jetzt nicht nochmal suchen, weil es ja echt schon dunkel wird. So, das ist mein Bett für heute Nacht. Und wo ist die Zuri? Da, unter dem Bett, hallo. Es war ein bisschen anstrengend mit dem Hund von denen, weil der die ganze Zeit Zuri begrapscht hat. Und Zuri das nicht so ganz lustig fand, aber sie hat sich sehr, sehr gut verhalten. Ne, es war ganz schön anstrengend. Ja, aber es war super nett. Die haben mir noch Abendessen gekocht. Ich habe Pizza und Quiche und Eis und Kuchen bekommen. Und morgen früh kriege ich sogar Frühstück gemacht. Und die sind beide super nett. Das ist ein älteres Ehepaar und die haben 2 Söhne. Der eine ist auch gerade hier. Und sie ist auch Musiklehrerin.
Ja, und jetzt habe ich mal wieder, morgen früh kann ich duschen. Also richtig cool. Also habe ich echt Glück gehabt, nicht, weil die meinte, dass hier gar nichts gewesen wäre, die nächsten Kilometer, die nächste Stunde. Und es wäre schon Anyway. ja. Oh, goodbye, Biscuit. Right, you'll be able to run double fast today. Yeah, so much food in the morning. Hey, So thank you for everything. Thank you for the bed and it's okay. the shower and the breakfast. No, it's fine. It's our pleasure. Mit Allison und Colin. Ich habe gestern ja richtig Abendessen gekocht bekommen und heute Morgen noch ein richtig gutes Frühstück. Und ihr Sohn ist, oder deren Sohn ist professioneller Musiker in schottischer Volksmusik. Ich habe jetzt noch eine CD von ihm bekommen, den habe ich heute Morgen noch getroffen. Der war auch sehr nett. Ich habe noch Kuchen mitbekommen für den Tag als Snack. Richtig schön. Und heute der Tag, ich glaube, der wird auch richtig gut und trocken. Also ich habe gestern auch in den Nachrichten gesehen, dass es über den Highlands richtig gut runtergekommen ist, regenmäßig. Und da habe ich alles richtig gemacht, mich jetzt Richtung Osten aufzumachen, der Sonne entgegen. Schön. Oh, ein Regenbogen! Cool! Wow! Schön! Wow, was ein schöner Tag! Die Brücke von Inverness, wo ich gestern drüber gefahren bin. Wahnsinn! Wow! Oh, was ist eine massive Brücke! Dancing in the dark. Ein Singtalent bin ich wahrlich nicht, aber die Sonne hat mich einfach mega glücklich gemacht. Aber der Regenbogen folgt uns. Der ist den ganzen Tag schon hier. Ist super schön. Boah, guckt euch den Regenbogen an. Es ist einfach gigantisch. Aber der geht einfach nicht weg. Immer noch da. Wie schön, wie schön, wie schön. Den Regenbogen, der immer noch da ist, 2 Stunden später. Regen auf einmal hier. Hoffen wir, dass er so schnell geht, wie er gekommen ist. Schottischer 5 Minuten Regen hoffentlich. Schaut mal, ich habe sogar Kuchen mitbekommen von Allison. Voll cool. Hat schon irgendwie ziemlich viel Ähnlichkeit mit Deutschland. Schloss, das hier. Dachte ich, den 1 Kilometer Umweg können wir mal in Kauf nehmen und uns das mal genauer angucken. Sieht ganz nett aus. Ich muss sagen, dass die Nummer 1 bisher sehr, sehr langweilig ist und überhaupt nicht mithalten kann mit der Westküste. Also, weiß ich nicht, lohnt sich für mich jetzt nicht, den zu fahren. Mal gucken, was noch kommt. Wir sind gleich in Findhorn. Findhorn ist das größte und ich glaube auch älteste Eco-Village in Britannien. Schauen wir mal, ob man da das irgendwie erkennen kann, dass das ein Eco-Village ist, dass das so ausmacht. Okay, Caravan Place. Turi, komm her. Komm. Okay, Holzhütten. Was gibt es hier sonst noch? Gelesen, dass 1400 Menschen sich der Findhorn Community zuständig fühlen und sich auch hier in der Gegend selbstständig gemacht haben. Community Center. Oh, turning food waste back into food. Okay, das ist cool. Das sieht nach Eco-Häusern aus. Hier hinten habe ich einen Meditationsraum gesehen. Das ist echt schön. Die Findhorn Foundation gibt es schon seit fast 60 Jahren und 3 Freunde haben die gegründet und es sind 61 Häuser hier in diesem Eco-Village. Die haben Solar, Windturbinen, Biogemüse, Wastewater Treatment, United Nations Training Center. Die bringen ungefähr 4 Millionen Pfund jedes Jahr zur Local Economy. Es ist eine sehr eco-freundliche und auch spirituelle Gemeinschaft. Hi! Ich habe mir in dem Community Shop eine Schokolade gekauft, weil der Weg ist irgendwie, muss ich zugeben, so langweilig, dass ich irgendwie was zu essen brauche. Wir haben jetzt 55 Kilometer von 110 von heute, also die Hälfte ungefähr. Das ist noch so ein Militär
Militärflughafen. Das Gute ist, dass wir heute Abend bei Bob schlafen können. Und Bob folgt mir schon seit der letzten Reise durch Osteuropa und hatte mich mehr oder weniger überredet, diese Runde über den Osten zu machen, weil hier die Straßen kleiner sind. Also von daher, es hat zumindest einen Vorteil, dass es hier ein bisschen langweilig ist, dass ich heute Abend einen Schlafplatz habe und da ich auch keinen Akku laden muss, weil ich wahrscheinlich mit 2 vollen Akkus komplett die 100 Kilometer schaffe oder 120 Kilometer, was es heute sind. Das aber natürlich auch schon ein langer Tag Fahrradfahren ist. 7 Stunden Fahrrad, also 7 Stunden wirklich fahren, reines Fahren. Das ist schon echt lang. Straße. Wir hatten 2, 3 kleine Berge. Ist der Akku nach 75 Kilometern alle gegangen. Ist auf jeden Fall wesentlich mehr als bei den Schottischen Highlands. Ich weiß nicht, ob man das gerade sieht auf meinem Display, aber ich bin auf der Fahrradroute 1. Die ersten 2 Kilometer hat es echt gesagt, umkehren, umkehren, umkehren. Und das finde ich bei Komoot echt nicht so toll. Wenn man auf einem Fahrradweg ist, es eben trotzdem teilweise versucht, da wegzulenken. Das wäre richtig ärgerlich, weil das vorher nirgendwo stand. Closed, aber ich bin einfach durch die Straße durchgefahren, weil da waren ja gar keine Bauarbeiten. Von daher Glück gehabt. Nicht so wie in Ostdeutschland letztes Jahr, wo einfach so viele Baustellen waren und die Fahrradwege blockiert haben. Den Schweinen geht es richtig gut. Die haben hier alle so Kästen, wo sie schlafen können hier. Voll cool. Richtig schön. Das habe ich echt, glaube ich, das letzte Mal in Finnland gesehen. Glückliche Schweine. Mir gerade geschrieben, der wo ich heute Abend hinfahre, dass er Bier schon kalt gestellt hat, dass es veganes Curry gibt und dass er mein Bett schon vorbereitet hat und die Dusche auch schon bereit ist für mich. So mega cool. Jetzt haben wir noch 33 Kilometer, noch 2,5 Stunden fahren. Dann sind wir fast 120 Kilometer gefahren. Das ist schon der längste Tag der Tour. Ich bin froh, dass es relativ flach ist und auch sonnig. Interessante Schafe, die haben ein ganz anderes Gesicht. Die sind sehr, sehr muskulös. Jetzt haben wir den Radweg verpasst, weil die Komoot-Straße nicht dahin führt, wo sie sollte. Aber hier ist der. Oh, eine Abkürzung, die keine Abkürzung. Aua, ist aber gut. Ist für uns. Sieht aus wie eine alte Eisenbahnstrecke. Das ist ganz cool. Einige Stunden auf sich warten lassen. So, wir haben jetzt 98,5 Kilometer schon. Kommen jetzt auch bald ans Meer. Das wird ein bisschen schöner. Nochmal ein Blick auf den Regenbogen. Links und rechts. Das ist der offizielle Radfernweg. Das bringt ja hier nicht so viel. Vor allen Dingen, weil unten die geteerte Straße einfach am Meer vorbeiführt weiter. Hi. Ich habe nicht erzählt, dass mir Alison heute auch die CD von ihrem Sohn gegeben hat, der ein Volkssänger ist, ein sehr, sehr guter. Und ja, das ist auch die Musik, die ihr gerade hört. Hinten sieht, voll noch die ganz entfernten Berge. Das ist übrigens die Nordküste von Schottland, also da Allerpool und sowas, aber noch weiter nach oben. Weil das dehnt sich quasi so aus und dann geht Schottland hier so rum. Regenbogen sind wieder da. Sogar ein Doppelregenbogen diesmal.
wenn oh Gott, Radwege den Berg hochführen, wenn eine perfekte Straße direkt am Meer vorbeiführt. Siehst du, hier so weiter Berg hoch. Die Schotten machen es viel, viel besser, den Eingängen. Schöner einsamer Strand. Die Ausblicke sind nämlich großartig. Wesentlich besser als die ganzen Farmen davor. Es ist erstaunlich, wie viele Golfplätze es in Schottland gibt. Hätte ich nicht erwartet, dass die Schotten alle so golffanatisch sind. Boah, was ein Strand. Er sagt, er steht an der Straße. Hi, I found it, finally. Cool. Hello. Oh, hi. That was a long ride. Oh God, yeah, I think the longest so far. Oh. Guck mal da. Wie ich gerade erfahren habe, fangen die Farmer jetzt langsam an, die Felder von der Mitte aus zu ernten, weil dadurch die ganzen Tiere eine Chance haben, wegzulaufen. Also die ganzen Vögel und die ganzen Mäuse. Weil wenn das auch von außen geerntet wird, wie das früher gemacht wurde, dann werden die innen drin gefangen und dann sterben ganz viele. Wie ihr seht, bin ich hier in meinem Bankzimmerbett. Das ist quasi so ein kleines Gartenhäuschen. Und hier kann ich heute Nacht schlafen. Und also richtig gut. Bob hat mir so richtig leckeres Curry gemacht. Das war so gut. Habe ich noch Himbeeren bekommen als Nachtisch. Und morgen früh hat mir jetzt schon Porridge vorbereitet für morgen früh. Und hier auch irgendwie alle Kaffeesachen hingestellt. Hier oben gibt es Kaffee. Und hier eine Tasse. Und er hat mir sogar Sojamilch gekauft, weil ich gesagt habe, dass ich eigentlich keine normale Milch mehr trinken möchte. Der mir extra Sojamilch gekauft, das ist so richtig cool. Und der war früher Tourguide, Adventure Tourguide, und hat mir ganz viele interessante Storys erzählt aus Indien und aus Skandinavien und Portugal. Vor allem halt auch mit Touristengruppen, was man da so alles ausgesetzt ist. Und aber auch natürlich, also ihm ist halt die Umwelt auch sehr wichtig und dass er das versucht hat, den Leuten dann noch beizubringen, weil das alles so Mittelklasse-Leute sind, die natürlich auch Einfluss in der Gesellschaft haben und dass er da, glaube ich, auch schon einen Beitrag zu geleistet hat. Und jetzt ist er nämlich berentet und schreibt seine Memoiren. Also irgendwie ganz cool. Ja. So, und ich gehe jetzt schlafen, weil es nämlich 10:30 ist und wir morgen wieder einen 100-Kilometer-Tag vor uns haben. Und der zweite ist bestimmt noch mal ein bisschen anstrengender als der erste, wobei gestern ja auch schon 100 Kilometer war. Also von daher, gute Nacht. In der nächsten Folge geht es spannend weiter. Unter anderem, ich war völlig perplex, als mir ein Busfahrer 40 Pfund schenkte. Ich wurde Freitagabends um 6 Uhr in einer Baustelle eingesperrt. Silvia und Julian zeigen uns den Robbenstrand. Und wir werden wieder spontan eingeladen, diesmal mit echtem Whisky-Tasting. Bis zum nächsten Video.